Ja, hallo liebe Leute, neues kurzes Tutorial. Das wurde mir gerade eine Frage per E-Mail gestellt, wie man denn sowas zeichnet. Ich bin da recht schnell drauf gekommen, aber das ist echt eine nette Sache. Die hat mir Spaß gemacht. So, und zwar geht es darum, wie konstruiere ich denn so eine Druckerdüse. Also eine Druckerdüse, das ist eigentlich die Düsen, die werden für Airbrush werden die benutzt. Da kommen die eigentlich her. Das sind so Messingdüsen am Gewinde. Da wollen wir uns jetzt gar nicht drum kümmern. Es geht um die Düse, die eben einmal sechseckig ist, aber oben rund ausgeformt. Und das möchte ich gerade konstruieren. Also fangen wir an. Das wird natürlich nicht im richtigen Maßstab gemacht, sondern einfach frei Schnauze, damit man eben sieht, wie man diese Form hier hinbekommt. So, wir fangen an, aber bevor wir anfangen, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten und dann starten wir einmal mit der Konstruktion der Druckerdüse. So, wir fangen an, neue Datei, und die Druckerdüse ist ja zum einen sechseckig, damit sie mit so einem Schraubenschlüssel halt auch gut entfernt werden kann oder angeschraubt werden kann. Und das heißt, wir erzeugen erstmal hier einen Körper und da eine Zeichnung. Und die machen wir ruhig auf die XY-Ebene, und da wird jetzt ein Sechseck eingezeichnet. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Das soll hier schön auf die Mitte, und dann ziehen wir das hier so rein, und das hier, das machen wir jetzt horizontal. Und dann wichtig ist der Radius oder Durchmesser dieses Kreises. Wenn man jetzt also hier sowas bemaßt, die Höhe von da nach da, das Maß müssen wir unbedingt haben. Und zwar für dieses runde Teil, was oben drauf kommt. Deswegen mache ich auch hier gar nicht die Bemaßung hier innen, sondern ich mache das direkt über die Bemaßung Durchmesser. Und das nehmen wir jetzt einfach 40 mm. Und das ist schon die erste Zeichnung fertig. Das wird jetzt aufgepolstert. Und dann machen wir ruhig mal 20 mm. So, und da soll jetzt eben hier oben so ein Hut drauf, und das ist eben ein Kegel. So, dieser Kegel, der ist aber nicht so, dass der hier jetzt drinnen sitzt. Dann würde das hier so eine Kante geben. Nein, der geht hier eben, der hat als unteren Durchmesser wirklich diesen Durchmesser von 40 mm. Also wird hier, wir machen jetzt erstmal hier eine Zeichnung drauf. Einfach hier anklicken und dann eine neue Zeichnung. So, das gibt jetzt wieder einen Kreis. Der wird hier auf diesen Mittelpunkt gesetzt, und der kriegt jetzt den Durchmesser auch von 40 mm. So, jetzt wird er aber nicht aufgepolstert, sondern es soll ja ein Kegel werden. Also müssen wir hier eine zweite so eine Zeichnung reinsetzen mit mit dem oberen Düsenstück, was eben dann viel kleiner ist, wo eben dann auch später das Filament rauskommt. Und das heißt, hier arbeite ich mit einer Datumplane, und auch wenn man das normal so nicht macht, aber hier ist mir das jetzt egal. Ich selektiere diese Fläche und erzeuge eine neue Datumplane. So, das machen wir hier mit diesem Icon. Und dann wird diese jetzt einfach hier nach oben gesetzt. Und zwar, da gehen wir hier hin und gehen hier auf in Z-Richtung. Und dann können wir die so hoch schrauben. Und dann kann man sagen, okay, noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal 20 mm. So, da soll die Düse, dieser Kegel enden. Und dann erzeugen wir hier jetzt auf dieser Datumplane, die können wir unsichtbar machen. Wir können die trotzdem hier anklicken, da eine neue Zeichnung drauf generieren. Und da wird jetzt einfach hier ein Kreis gezeichnet, und der kriegt auch einen Durchmesser. Da machen wir jetzt mal
6 mm. So, das wird jetzt dieser Kegel. So, dann selektieren wir die erste Zeichnung, die zweite Zeichnung und einmal hier auf diese Funktion, die heißt hier Ausformung. Man sieht unten, im Englischen heißt die Loft. Hier sieht man auch Additive Loft wird angezeigt. So sieht das Ganze aus. Das hier sollte man nicht ändern, einfach OK drücken und dann haben wir hier das da oben drauf sitzen, aber so sieht die Düse natürlich nicht aus. Die wird ja jetzt hier so abgeschnitten. Und wie macht man denn diesen Abschnitt? Okay, relativ einfach. Ich klicke einfach hier so eine Fläche an und gehe hier auf eine neue Zeichnung. Und jetzt zeichne ich wieder genau dieses Sechseck da rein. Und zwar, ich kann das hier umstellen, dass ich dann auch den Mittelpunkt sehe, den ich anklicke. Und dann machen wir das wieder so. Das hier wird horizontal, also einmal Taste H drücken. Der Radius hier, der ist 40 mm. Und das reicht aber nicht, wenn ich das als Tasche mache, dann wird nur das Innere rausgesetzt. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nur das Äußere weg haben. Also zeichne ich jetzt hier rum ein Viereck, was alles umfasst. Also die gesamte Düse. Und das können wir jetzt einfach schließen, diese Zeichnung. Und nun können wir hier auf den Sketch gehen, hier die Tasche einmal anklicken und schon sind wir fertig. So, und so sieht die Düse jetzt aus und so habe ich das hier weggeschnitten. Also mir gefällt das echt cool. Also da war ich echt baff, wie schnell das geht, sowas zu konstruieren. Und ich hoffe, ihr findet das genauso cool. Wenn ihr das genauso cool findet, dann lasst gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!